Willkommen bei Vector Welding. Mein Name ist Florian Wagner und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was alles im Lieferumfang enthalten ist und wie Sie Ihr Gerät in den Betrieb nehmen. Vector Welding hat für jede Anwendung das passende Gerät. Ich stelle Ihnen vor, das MIG 185 Schutzgasschweißgerät mit 185 Ampere Leistung. Zum Lieferumfang gehören ein Schweißbrenner MB15 AK in 3 Metern Länge mit vormontierter Gas- und Stromdüse und Eurozentralanschluss, eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn, ein Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn, ein 3 Meter Schutzgasschlauch mit 8 mm Innendurchmesser und passenden Schraubstellen sowie eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, wird zunächst der mitgelieferte Schutzgasschlauch montiert. Drücken Sie den Schlauch über den Anschluss, um diesen anschließend mit der Schelle festzuschrauben. Die andere Seite vom Schutzgasschlauch wird an Ihrem Druckminderer montiert. Vor der ersten Benutzung wird empfohlen, den Schlauch auf Dichtigkeit zu überprüfen. Das Schutzgasschweißgerät kann mit 1 Kilo und 5 Kilo Fülldraht und Schutzgasschweißdrahtrollen betrieben werden. Zunächst wird die Rollensicherung entfernt. Richten Sie die Schweißdrahtrolle mittig aus, sodass diese von der unteren und oberen Passscheibe gehalten wird. Schrauben Sie danach die Rollensicherung wieder auf. Die Verriegelung des Drahtvorschubs nach vorne drücken, um die Spannrolle zu entlasten. Vorsicht, beide Bauteile sind mit Federn vorgespannt. Vor dem Einsetzen des Schweißdrahtes prüfen Sie, dass die Drahtführungsrolle richtig montiert ist. Diese hat 2 Führungen, einmal 0,8 und einmal 1 mm. Bei der Montage des Schweißdrahtes sollte darauf geachtet werden, dass der Schweißdraht auf Spannung bleibt, da sich die Rolle sonst abwickeln kann. Knipsen Sie mit einem Seitenschneider das verbogene Ende ab. Anschließend wird der Draht durch die Feder in den Drahtvorschub eingeführt und verriegelt. Um das Schlauchpaket zu montieren, wird der Schweißdraht ins Schlauchpaket eingeführt. Es ist darauf zu achten, dass die Anschlüsse fluchten. Drücken Sie den Stecker vorsichtig in das Gerät und ziehen diesen fest. Zum MIG-MAG-Schweißen klemmen Sie das Umwandlungskabel an den Plus-Schweißstromanschluss und die Erdungsklemme an den Negativ-Schweißstromanschluss. Für das Fülldrahtschweißen in umgekehrter Reihenfolge. Für das Elektroden- und Wickschweißen klemmen Sie das Erdungskabel an den Positiv-Schweißstromanschluss. Das Umwandlungskabel bleibt ausgesteckt. Klemmen Sie den Elektrodenhalter an den Negativ-Schweißstromanschluss. Am Display lässt sich der eingestellte Strom ablesen. Unten links im Display können Sie Ihren Schweißprozess auswählen: Elektrode, MIG-MAG oder Wick. Der Verstellbereich beim Elektrodenschweißen beträgt 30 bis 160 Ampere. Zusätzlich lässt sich die Spannung von 1 bis 100 Volt einstellen. Der Verstellbereich beim MIG-MAG und Fülldrahtschweißen beträgt von 30 bis 185 Ampere. Durch Drücken des Einstellknopfes
können Sie die Induktivität einstellen, also die Stromanstiegsgeschwindigkeit von 1 bis 9, den Schweißdrahtrückzug von 1 bis 10, um ein Klebenbleiben am Material vorzubeugen, und die Spannung für weitere Feineinstellungen. Rechts im Display lässt sich von Zweitakt auf Viertakt umstellen, im MIG, MAG und WIG-Modus. Darunter können Sie den montierten Schweißdrahtdurchmesser einstellen, von 0,6, 0,8 und 1 mm. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!